Wunderschön ist es im Nordwesten Niedersachsens. Wir sind unterwegs mit einem Minicamper und entdecken einen Landstrich, der 30 Kilometer entfernt von der Nordseeküste beginnt. Das Ammerland mit seinen Parklandschaften und Naturschutzgebieten. Und was kann man da so machen? Von Ende April bis Ende Juni blüht hier der Rhododendron. Das Ammerland ist Deutschlands Zentrum für die Zucht dieser traumhaften Pflanze. Hier gibt es auch die meisten Baumschulen in Deutschland. Und Abenteuer auf dem Wasser kann man auch jede Menge erleben. Auf dem Programm steht das Zwischenahner Meer, ein riesiger Binnensee. Dort sind wir mit der Seglerin Clara Bohnhagen verabredet. Also los! Unsere Campingroute beginnt am Jadebusen und führt einmal quer durch das Ammerland. Auf dieser Tour wollen wir mal so richtig durchatmen. Reisen Sie mit uns vom Jadebusen ins Ammerland. Auf einem Krabbenkutter sind wir in Dangast in See gestochen. Unser Ziel ist der Leuchtturm Ahngast, ein ziemlich berühmtes Leuchtfeuer an der deutschen Nordseeküste. So muss das sein, oder? Da ist er. Er steht auf einer Sandbank mitten im Wattenmeer. Genau an der Stelle, hat man uns erzählt, wo einst die Insel Ahngast einer Sturmflut zum Opfer fiel. Solche mächtigen Fluten haben seit dem Spätmittelalter den Jadebusen überhaupt erst entstehen lassen. Der Leuchtturm weist seit 1910 Schiffen den Weg, zum Beispiel nach Wilhelmshaven. 37 Meter ist er hoch. Und irgendwie ist er was Besonderes. Also ich sehe ihn ja jeden Tag und ich orientiere mich daran. Also was Besonderes ist es, ja, der Weg, der würde mir auch fehlen. Ja klar, ne? Nein, so ein Stück gut. Heimat dann wahrscheinlich, ne? Ja. Jan gibt Gas. Das Wasser läuft bereits ab, die Ebbe kommt. Dann kann man zu Fuß zum Leuchtturm laufen, übers Watt. Bist du schon mal auf Grund gelaufen? Ja, ist schon mal passiert. Klar, wenn nicht aufgepasst, dann... Ja. Und dann? Kommst, hast die Kiste. Ja, da muss man mal 6 Stunden warten, bis wieder Wasser kommt. Ne? Jan ist der einzige Krabbenfischer, der vom Küstenort Dangast noch losfährt. Urlauber nimmt er normalerweise nicht mit. In der Hauptsaison verkehrt aber täglich ein Ausflugsschiff von hier zum Leuchtturm. Dankeschön. Ich kletter jetzt mal hier hoch. So, geschafft. Dankeschön. Tschüss. Dangast wurde nach 2 großen Fluten im Mittelalter auf einer eiszeitlichen Anhöhe, einem Geestrücken, wieder aufgebaut. Deshalb hat das alte Seebad bis heute keine Deiche nötig und einen Sandstrand mit freiem Blick aufs Meer. Schon Ende des 18. Jahrhunderts gab es hier Kurgäste. Später kamen berühmte Künstler, die sich von Licht und Landschaft inspirieren ließen.
Unter anderem die Expressionisten Schmidt-Rottluff und Heckel. Zu den berühmtesten Häusern gehört dieses. Hier lebte der Maler Franz Radziwiłł bis zu seinem Tod 1983. Das Künstlerhaus in der Sihlstraße ist noch original erhalten, eine Seltenheit. Regelmäßig finden dort Ausstellungen statt. Dangast hat mehrere große Campingplätze. Ich bin unterwegs zu einem am Rande des Dorfes. Am Ende der Deichstraße liegt der Strandcampingplatz Dangast mit rund 500 Stellplätzen. So, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt geht's nämlich ans Einparken. Mit Anhängsel. Kann mir vielleicht einer mal einen Tipp geben? Also weit ausholen ist die Devise, wohl? Ich glaube, ich brauche direkt 2 Stellplätze. So, wie weich. Oh. So, das Knutschkügelchen steht. Jetzt heißt es abkoppeln. Tadadada. Das ist meine Küche. Dann packen wir mal aus. Oh, ganz wichtig für den Kaffee morgen früh. Jetzt brauchen wir noch Strom. Sag mal, darf ich hier bei euch an dieses kleine Zauberkästchen? Gehört das hier zu mir auch? Sonst habe ich keinen Strom. Oh, das ist mein bescheidenes Heim. Und da werde ich mich jetzt gleich so ein bisschen kuschelig einrichten. Also es ist alles da, aber das Highlight ist eigentlich die Küche. Oh mein Gott, ist das cool. Die Küche. Das ist die Küche. Super. So eine kleine Einbauküche. Ja, klar, so ein Back. Ja. War in Kühlbox. Für die Kaltgetränke. Das ist echt schön. Ja. Ja. Wie leer? Ja, Was aber ist das das war ja denn? bis gerade noch nicht kalt. Also, Ich habe ja jetzt erst Strom. Sonst muss ich bei euch ein Butterbrot schnorren heute Gar kein Abend, wenn das Problem. hier nicht funktioniert. Fett eingekauft, kein Thema. Wo kommt ihr her? Pferden. Ah, okay. Und immer schon hier gewesen oder das erste Mal auch? Das erste Mal. Auch das erste Mal? Ja, ja. Ja. Das war ein Spontantrip hierher. Und gedacht, das Wetter ist schön, fahren wir mal an die Nordsee. Ein kleiner Snack für dich. Das ist ja herzallerliebst. Auch wie goldig seid ihr denn? Lass es dir schmecken. Ach, guck Von hier. Rebecca und mir. Oh nein, Dankeschön. Weil dieser Campinganhänger aus Holz ist, wird er Woody genannt. Wenn man hier drin mit 2 Personen schlafen will, muss man sich schon sehr gern haben. Vielleicht wird das Modell auch deswegen Knutschkugel genannt.
anderes, ne? Jetzt ab. Oh mein Gott. Also ja, was nicht passt, wird ja bekanntlich passend gemacht. Ja, Optimal. mal was anderes, ne? Tschüss. And I try, but it feels like wasted. Es stürmt. Ich fasse es nicht. Meine erste Nacht auf dem Campingplatz im Woody. Und eine riesige dunkle Gewitterwolke ist über uns. Guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 7. Und ich bin wach. Aber ich habe erstaunlich gut geschlafen. Und jetzt kann ein neuer Tag starten. Um 1800 hatte ein gewisser Graf Bentinck die Idee, hier einen Kurpark direkt am Wattenmeer anzulegen, nach englischem Vorbild. Über die Jahrzehnte wurde die Anlage immer größer. Ende des 19. Jahrhunderts gab es hier dann mehrere Logierhäuser und eine komplette Seebadeanstalt. Doch immer wieder bedrohten und zerstörten Sturmfluten das Dorf und Teile der Anlage. Doch Bäume, wie sie der alte Graf in Hülle und Fülle anpflanzen ließ, gibt es hier immer noch. Und auch das künstlerische Leben blüht weiter. Bis heute ist das alte Kurhaus Treffpunkt nicht nur für Natur, sondern auch für Kunstbegeisterte. Im ehemals gräflichen Tanzsalon wechselt der Blick vom Wattenmeer auf die Kunstwerke im Restaurant. Regelmäßig finden hier auch Konzerte und Lesungen statt. Einige der Gemälde hier zeigen das alte Kurhaus und seine ehemalige Windmühle als außergewöhnlichen Ort am Jadebusen und als einen Ort, der verzaubert. Fantasievolles gibt es auch draußen, am privaten Kurhausstrand der Besitzerfamilie Tapgen. Seit den 1970er Jahren dürfen hier Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Skulpturen in den Sand setzen. Ich glaube, dass halt das schon ein ganz besonderes Fleckchen Erde ist. Dadurch, dass wir halt auch wirklich, dass der Jadebusen komplett leer fällt. Ne? Mhm. Also viele Gäste sind dann ja auch schon mal überrascht darüber, dass so, ja, wo ist denn das Wasser? Wahrscheinlich auch nicht immer positiv überrascht. Nee, genau. Wir wollten ans Meer, wo ist das und so. Und jetzt haben wir hier nur diese Matschepampe. Ja, aber gerade diese Matschepampe, finde ich, macht den Ort halt so, so besonders. Und das Watt ist schon echt, ja klar, ich meine, nicht umsonst ist es Weltnaturerbe. Ja, klar. Das
Das ist die Jade. Die Jade ist so eine Personifizierung von allen Mythen und Sagen, die es so gibt rund um den Jadebusen. Und sie soll aber auch den Fischern sagen, dass sie doch wieder nach Hause kommen möchten. Ja. Einmal im Jahr wird es laut und voll vorm alten Kurhaus. Im Sommer findet das Watt-'n-Schlick-Festival statt. Dann spielen Livebands hier Rock, Pop, Indie und Hip-Hop. Höhepunkt des Watt-'n-Schlick-Fests ist das Schlickschlittenrennen im leer gelaufenen Jadebusen. Im Mittelpunkt das Watt, hier in Form von Matschepampe. Eine Riesensauerei. Mit solchen Schlitten fuhren die Fischer früher zu ihren Reusen, um den Fang einzusammeln. Zum Kaffeetrinken ins alte Kurhaus. Man behauptet hier, den beliebtesten Kuchen in ganz Friesland herzustellen. Das vielgerühmte Teil sieht erstmal recht unspektakulär aus, kommt aber immer frisch aus dem Ofen. Darum kümmert sich Marens Ehemann Wolf. Das genaue Rezept ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Rhabarberkuchen geht immer, oder? Ja, Rhabarberkuchen geht immer. Das ist ja ein Gedicht. Wow. Altes Familienrezept. Ja, meine Mama hat damit angefangen. Meine Mutter, die kommt aus Ostwestfalen. Okay. Gar nicht von, Ja. meine Mama kam nicht von hier. Nee, die war Kurgast. Und so haben sich meine Eltern kennengelernt. Und mein Großonkel hatte ganz viel Rhabarber. Er hatte ein großes Rhabarberfeld. Und dann hatten die in einem Jahr so viel Rhabarber, dass er gesagt hat, sie wissen gar nicht, was sie irgendwie damit anfangen sollen. Und hat dann bei meinen Eltern angerufen, könnt ihr damit irgendwie was machen? Macht und dann, was mit Rhabarber. Macht was mit Rhabarber, genau. Und dann hat meine Mutter halt angefangen, Rhabarberkuchen zu backen. Und seitdem gibt es Rhabarberkuchen. Ich habe so gedacht, das Kurhaus, wenn man das sieht und wenn man da reingeht, das ist alles so stimmig. Das hat so eine Atmosphäre. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich glaube, so geht es vielen Gästen. Ne? Ja. Aber so der Begriff Kurhaus ist wie aus einer ganz anderen Zeit. Das ist so... Ja, ne, stellen sich halt auch viele was anderes natürlich drunter vor. Ne? Auch das, ja, ja. Genau. Wir verlassen Dangast und fahren über Varel in Richtung Jade. Unser nächster Halt ist etwa 30 Fahrminuten entfernt. frische Landluft. Die gute Luft und die parkähnliche Landschaft werden heute als die Erfolgsfaktoren des Tourismus in diesem Landstrich gepriesen. Stolz schreibt der Landkreis Ammerland auf seiner Website, die Ammerländer Vielfalt sei wie das Gemälde eines alten Meisters. Ach, das ist ja schön. Das ist ja so, als würde man in einen grünen Tunnel fahren, oder? Schauen wir uns doch mal diesen Wohnmobilstellplatz an. Er heißt Drei Eichen. Wir sind ja schließlich auf Campingtour. Das hier war mal ein landwirtschaftlicher Betrieb. Das sieht man immer noch. 10 Camper haben hier Platz. Im sogenannten Melkhus kann man sich stärken.
Das sieht aber schön aus. Das ist auf jeden Fall mein Laden hier. Das steht fest. Es gibt also Kuchen, aber ich stelle fest, das ist ein Paradies für Schlemmermäulchen, wie mich. Inge, darf ich mir einfach was nehmen? Ja? Wow. Das ist Waldmeister mit Buttermilch. Das ist eine schöne, erfrischende grüne Farbe. Schön kalt. Einmal Wiese. Das ist auch Apfelkuchen, ne? Oh ja, mit Rosinchen. Ich habe mich für den Apfelkuchen entschieden. Machen Gäste hier überhaupt was anderes außer Essen? Nein. Das ist ja ein richtiger Batzen. Ein Traum. Wirklich ein Traum, ja. Das ist der Hammer. Ich hatte ursprünglich mal vor, ein Hofcafé. Aber da muss man mit mehreren Frauen zusammen sein und das ist nicht immer so einfach. Ah, also du bist auch gerne so deine eigene Herrin, ne? So. Bisschen schon. Bisschen schon. Ja. Ja. Oh, fantastisch. Man sitzt auch ja mit den Gästen hier und unterhält sich und das muss man denn genießen. Die Welt ist hier zu Gast bei uns. Mhm. Was war Und die das- weiteste Anreise? Australien. Ernsthaft? Ja, wirklich. Australien war die weiteste. Und da waren hier auch schon Inder, Kanadier. So lernt man die Welt auch kennen, ne? Ja. Und die Australier, die kamen ganz zufällig hier vorbei, waren schon vorbeigefahren, kamen zurück und haben hier übernachtet. Und seitdem behaupte ich, dies ist der Mittelpunkt der Welt. Früher lebten die meisten Menschen im Ammerland von Landwirtschaft und Torfabbau. Heute steht der Gartenbau hier an erster Stelle, abgesehen vom Tourismus. Unsere nächsten Stationen sind Nethen mit einer sportlichen Herausforderung, Wiefelstede und Schloss Rastede. Ammerländer Karibik. Sonne, Sandstrand und ganz wichtig, hier gibt es einen Beachclub. Und da wird nicht nur gegessen, getrunken und gechillt. Ich habe noch nie in meinem Leben auf Wasserskiern gestanden. So, dann legen wir die da hin. Die Ausrüstung kann man sich hier natürlich leihen. Jetzt beginnt mein Anfängerkurs bei Rainer. So, jetzt gehen wir ganz weit runter. Weiter. Genau, das wäre ideal. Okay. Drücken wir unsere Arme nach vorne und weil der Ski nicht so schnell weg kann wie die Leine, werden wir in die Hocke gezogen. Nur das Aufstehen dürfen wir noch nicht machen. Ah, das noch nicht. Nee, dann lassen wir uns Zeit für. Das ist an Land ja auch alles ganz leicht. Das ist da auch machbar. Okay, wenn du das sagst, Rainer. Doch, das passt. Gut. Gut vorbereitet, jetzt können wir starten. So, da sehe ich was kommen. Kann grün werden. Bleib einfach in der Hocke, lass dich mit langen Armen ziehen und fassen. Arme lang lassen, lang. Okay, ich bin nicht wirklich weit gekommen, aber fürs erste Mal. Einmal die Skier bitte einsammeln. Okay, was habe ich falsch gemacht? Du hast versucht, über die Beine, die Strecken der Beine aufzustehen.
Hast du so ein bisschen Rückenlage drin gehabt. Dann hast du die Beine durchgedrückt und dann hast du den Ski von dir weggeschoben. Und dann fängt alles an. Das ist Jan Gnärlich. Der Profi-Wakeboarder trainiert regelmäßig auf dem Netener See und hat schon viele Wettkämpfe bestritten. Er wird mich beim nächsten Versuch mit einer wasserfesten Kamera aufnehmen. War kurz, aber schön. Da bin ich wieder. Was für ein Gefühl, immer ein bisschen länger oben zu bleiben. Das war jetzt ein Flex. Leine zieht, Bedrohungslage, Beine wurden gestreckt. Ah, okay. Gut, dass du das immer so analysierst. Ja, ich filme das immer ab. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich will endlich bis dahin kommen, wo es um die Kurve geht. Ja, komm, einen Versuch habe ich noch. Dann ist auch gut. Auf geht's. Langziehen lassen. Hurra! Geschafft! Yay, yay, yay! Die Kurve habe ich nicht gekriegt. Der Jan hat mir geholfen. Ja. Und er hat auch dann gesagt, lass los, weil ihm war klar, die Kurve kriege ich nicht. Aber es war schon geil, überhaupt bis zur Kurve zu kommen. Eigentlich wollte ich mit dem Woody nicht hier lang fahren. Sorry. Aber die sind total nett und entspannt, glaube ich. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt verfahren. Was passiert? Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Dorf namens Wiefelstede-Neuenkruge. So, jetzt ist das hier ein ganz willkommener Regenschutz, ein historischer Tante-Emma-Laden. Bin ich echt mal gespannt. Kann ich ja vielleicht noch das ein oder andere einkaufen. Moin! Hallo! Ja Mensch, das ist ja was hier. Guten Tag! Ich habe jetzt erstmal gedacht, ich husche schnell rein, weil es draußen so ein Schiedwetter ist. Ja, haben Sie recht. Ja, aber das ist ja hier... also ich bin ja jetzt sofort wieder klein. Das ist ja, ich bin der gerade Wahnsinn. am Nudeln einwiegen. Wir haben ja noch lose Ware. Ach. Und dann bereite ich immer mal eine Tüte vor. Das sind Sternchennudeln, Gräubchennudeln, Muscheln und Hörnchen. Dann haben wir noch lose Ware, den Milchreis, die Bohnen und die Erbsen. Ja, das ist natürlich nachhaltiges Einkaufen, ne? Ja, und die Kunden sagen, die lose Ware schmeckt besser. Aha, obwohl warum? es ja eine Trockenerbse ist. Und es ist ja ein Trockenprodukt. Und die lose Ware hat irgendwie immer einen anderen Geschmack wie die Paketware. So, bitteschön.
Auf diesen Stühlen sitzen die Ehemänner, während ihre Frauen einkaufen. Die Spezialität hier? Liköre. Was können Sie denn da empfehlen? Gibt es da sowas? So Also ganz lecker ist der Kirschlikör. Dann habe ich den Kräuterlikör oder etwas stärkeren Kräuter. Das ist der alte Schwede. Dann würde ich den mal nehmen. Ja, gerne. Und wie lange machen Sie das schon? Ja, ich stehe seit den 60er Jahren hier hinterm Tresen. Das ist der Laden meiner Großeltern. Der Laden ist mittlerweile 100 Jahre alt. Und mein Mann und ich, wir sind die 3. Generation. Und solange unsere Gesundheit mitspielt, möchten wir das noch gerne beibehalten. Ach, wie schön. Ich kann mir vorstellen, das ist auch wesentlich mehr als nur ein Tante-Emma-Laden. Ja, es ist ein Familienbesitz. Er gehört zum Dorf. Er gehört mittlerweile aber auch schon zum Ammerland. Weil die Kunden sagen, man kann hier gut einkaufen. Das stimmt. Nehmen wir doch noch ein paar Himbeerbonbons mit. Wir haben auch viele Großeltern, die mit ihren Enkelkindern kommen und die dann erzählen, wie sie früher eingekauft haben. So, und das ist das Wichtigste, dass die Tüte so zugemacht wird, dass die Bonbons nicht rausfallen. Dass sie nicht rausfallen. Super. Ja, und dann habe ich ja auch keine Rechenmaschine. Ich mache ja immer alles noch mit Bleistift und Papier und mit einem kleinen Block. Und Scheckkarten nehmen wir auch nicht. 14,95, ja. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Schloss Rastede ist bis heute im Privatbesitz. Hier wurde das Strauchgewächs um 1800 zum ersten Mal angepflanzt, das das Ammerland bis heute prägt. Der Rhododendron. Die Blütezeit des Rhododendron ist von Ende April bis Ende Juni. Dann erwacht das ganze Ammerland. Überall sprießt es üppig und in unzähligen Farben. Was für ein Abschluss für diesen Tag. Guten Morgen. Tell me where we're going now. Oh, it's better than wandering in our hands. We tried everything to save our love. The best was always waiting to come. Did we dig too deep? Die Entstehung des Zwischenahner Meeres, sagt die Legende, ist dem Teufel zu verdanken. Um eine Kirche in Oldenburg zu zerstören, riss er hier einen Wald aus. Das entstehende Loch füllte sich mit Wasser. Letzteres passierte wirklich. Nur entstand aus wissenschaftlicher Sicht das Loch vor Tausenden von Jahren, als ein unterirdischer Salzstock einstürzte. We all need. Moin! Am Zwischenahner Meer kann man prima Rad fahren. Es gibt ein perfekt ausgeschildertes Radroutensystem mit 4 E-Bike-Ladestationen. Die Strecke einmal um den See herum misst 12 Kilometer. Einmal rund ums Zwischenahner Meer ist natürlich die beliebteste Radroute. Aber es gibt noch einige andere, zum Beispiel eine Rhododendron-Route und eine Moorroute.
Die Strecke um den See ist Landschaftsschutzgebiet, also tief durchatmen. Immer wieder fährt man hier an einem Schilfgürtel entlang, der oft 10 Meter breit ist. Der hat in früheren Zeiten sehr unter dem Bootsverkehr gelitten. Deshalb sind private Motorboote heute streng verboten. Segelboote nicht. Natürlich motorisiert ist auf dem See die Weiße Flotte, die Ausflugsdampfer. Auch die Polizei und Rettungsboote. Sicherheit geht vor. Denn was den Segelsport angeht, ist hier richtig was los. Es gibt Segelschulen und Segelbootvermietungen. Zwischenahner Meer. Perfektes Segelwetter. Der Wind pustet uns so richtig um die Ohren. Und ich bin mit einer ganz besonderen Sportlerin verabredet. Eine Seglerin, die kurz vor ihrem richtig großen Wettkampf steht und heute noch mal so richtig trainieren will. Sie ist mitten auf dem See. Und zum Glück hat ihr Club auch ein Motorboot. Moin! Das mich jetzt zu ihr bringt. So, ich habe hier schon einen Begleitservice mit Motor, ne? Das hat doch schon mal geklappt. Schon im Training. Natürlich optimale Bedingungen jetzt mit dem vielen Wind. Clara Bohnhagen ist erst 14 und gehört definitiv zu den ganz Schnellen auf dem Wasser. Die Ammerländerin ist ein echtes Ausnahmetalent und das Zwischenahner Meer ihr Lieblingsrevier. Hier trainiert sie mehrmals die Woche. Das Wichtigste beim Segeln: Körperbeherrschung und totale Konzentration. Clara segelt auf einem sogenannten Optimisten. Das ist eine Bootsklasse für Jugendliche bis 15. Erst kürzlich hat sie sich in dieser Klasse die Teilnahme an der Weltmeisterschaft erkämpft. Hi Clara! Mensch, wir mussten dich ja richtig suchen. Du warst ja richtig schnell weg. Ja. Was fasziniert dich so am Segeln? Das Wasser natürlich. Also wenn ich Wasser nicht mögen würde, dann würde ich den Sport nicht machen. Ja. Aber auch die Natur. Du bist die ganze Zeit unterm freiem Himmel. Also es macht einfach Spaß. Die Geschwindigkeit, du bist alleine im Boot. Finde ich einfach super. Ja. Bist deine eigene Chefin sozusagen. Genau. Jetzt bist du ja bald auch bei den Weltmeisterschaften dabei, ne? Genau. Was ist das für ein Gefühl? Also erstmal bin ich total aufgeregt deswegen, aber ich mache mir jetzt auch keinen so großen Druck. Also da sind halt alle besten Nationen und die 5 Besten aus allen Nationen dabei und ich glaube, das schaffe ich. Ja, das glaube ich auch. Schon mit 4 Jahren war Clara bereits auf dem Wasser. Mit 8 ist sie zum ersten Mal allein gesegelt. Ihr großes Vorbild, der deutsche Extremsegler Boris Herrmann, der bei den härtesten Regatten der Welt mitgemacht hat. Auch er kommt wie Clara vom Zwischenahner Segelclub. Clara gehört bei der Segel-WM zum Niedersachsen-Kader. Das heißt, dass sie zu den besten Seglerinnen Deutschlands gehört. Ein unbändiger Siegeswille wird Clara nachgesagt. Wenn das Rennen läuft, will sie gewinnen, koste es, was es wolle. Und beim Wettkampf bist du dann so richtig mies? Ja, also ich bin da jetzt nicht so richtig fies, aber ich möchte dann halt schon gewinnen und ich schenke den anderen dann auch nichts und sage,
ja, ist jetzt egal. Da bin ich natürlich richtig im Wettkampfmodus und möchte unbedingt gewinnen. Ist ja auch richtig so. Ja. Echt toll. Bist du denn auch schon mal gekentert? Schon ganz oft. Aber manchmal mache ich das auch so aus Spaß. Also ich mache das eigentlich ganz oft aus Spaß. Aber manchmal passiert es natürlich auch aus Versehen. Da ärgert man sich dann auch mal, weil das muss man dann alles leer machen. Und das ist dann mies. Das Zwischenahner Meer ist aber nicht nur gut für rasanten Segelsport, sondern auch für eine sehr viel ruhigere Sportart. Das sind die Elektroboote vom Fischereiverein. Sie platzieren sich am Abend in der Mitte des großen Sees, um Aale zu fangen. Seit Jahrhunderten werden im Ammerland Aale gefangen. Schon im Mittelalter ließen sich die Grafen von Oldenburg den Fisch von hier anliefern. Leicht lässt sich der Aal nicht fangen. Er ist nachtaktiv und kommt erst in der Dämmerung aus seinem Versteck. Tief unten am Seeboden geht er auf Nahrungssuche. Seine Lieblingsspeise: Rot- und Regenwürmer. Ist alles installiert, heißt es warten. Geduldig warten. Und sicher ist der Fang nicht. Die Ruhe, das Entspannte und einfach nicht zu wissen, ob und wann etwas geht. Einfach da sitzen und sich überraschen lassen. Das ist das Schönste. In der warmen Jahreszeit ist die Chance, einen Aal zu fangen, an der tiefsten Stelle im See am größten, in der sogenannten Nagelskuhle. Ach, gut. Super. Neuer Tag. Wir fahren heute in die Metropole der Rhododendronzucht, nach Westerstede. Rund 85% der deutschen Rhododendronpflanzen kommen aus dem Ammerland. Und man sieht sie hier überall. Mehr als 1000 verschiedene Sorten blühen in den Privat- und Profigärten. Unser Ziel ist ein besonders prächtiger Rhododendronpark, nordöstlich von Westerstede. Aber wir machen auch einen Abstecher in ein Kinderparadies mit Tieren. Die Menschen in Westerstede scheinen viel Humor zu haben. Der Erfinder der Ostfriesenwitze, Borwin Bandelow, ist hier aufs Gymnasium gegangen. Und man veranstaltet eine Stadtolympiade, in der als Disziplin Feuerwehrautos von A nach B gezogen werden. Die 900 Jahre alte Kirche St. Petri ist der Mittelpunkt von Westerstede. Rundherum der Marktplatz mit Cafés und Geschäften. Immer freitags findet in Westerstede der Wochenmarkt statt, mit rund 40 Ständen, der größte im Ammerland.
Der Marktplatz in Westerstede hat seit 2003 dank eines humorvollen Finanzbeamten noch einen anderen Namen. Was haben wir denn hier? Ach, das ist ja nett. Der Duzplatz. Am Brunnen und umzu auf Du und Du. Das scheint mir hier eine ganz lockere Stelle zu sein, wo man sich kennenlernen kann. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe gehört, hier duzt man sich. Ja, kann man ruhig machen. Ja? Machen. Moin, ich bin Anne. Ich bin Henry. Ich bin der Heinz. Ich bin die Adelheid und ich die Irmtraut. Schön, euch kennengelernt zu haben. Moin, man darf du sagen. Ist das okay? Na klar. Ja? Ich bin Steini. Anne. Ich bin aus Berlin. Wer ist Wir er? sind zu Besuch. Das ist Luke. Luke. Ich bin Anne. Ich bin Nicole. Ich bin die Almut. Mhm. Jonas. Moin. Moin. Wir Ammerländer duzen uns. Ist das so? Ist das so die Mentalität hier Ja, oben? das machen wir. Ach, das ist ja richtig sympathisch. Ich bin Hille. Anne. Hallo Anne. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ja. Und wie ist das so, wenn man hier unterwegs ist? Erkennt man Touristen daran, dass sie erstmal sehr auf sie und mit Abstand und Distanz oder wie? Sie sind schon anders als die Ammerländer an sich, ja. Ja. Und sagen nicht so leicht du, sondern sitzen sich eher. Ja. Aber wenn man hier vom Dorf kommt, dann sagt man eher sofort du. Und hier kennt sich wahrscheinlich auch jeder, ne? Jeder Wir sind ja eine kleine Stadt hier. Hier kennt jeder jeden. Oh, was für eine schöne Atmosphäre. Und ein ziemlich heißer Tag. Jonas, den wir gerade kennengelernt haben, bietet mir noch eine kleine Erfrischung an. Nochmal tief durchatmen, bevor wir Westerstede verlassen. Vier Kilometer vor den Toren gibt es ein Ausflugsziel für Familien. Es nennt sich Landerlebnis Jansen. Hallo, wo lauft ihr denn hin? Hier dürfen die Kindertrecker fahren. Oder sie reiten einen wilden Hahn namens Hoppelgockel. Auf diesem Hof ist wirklich alles ein bisschen verrückt und tierisch gut. Im Schweinehaus, da ruht die Sau sich aus. Darf dabei aber auch ganz sanft geschrubbt werden. Vollkommen verrückt ist die Welt in dieser Scheune. Alles hängt unter der Decke. Und das Tolle, nichts fällt einem auf den Kopf. Auf zum größten Rhododendron-Waldpark Deutschlands. Also das ist kein Kleingarten, das steht schon mal fest.
All diese Prachtexemplare gehören der Familie Hobby. 70 Hektar groß ist das Waldgebiet und voll von Rhododendron-Schönheiten. Die lieben nämlich den Halbschatten. Besucher dürfen kreuz und quer durch den Wald laufen, erklärt Parkbesitzer Volker Hobby. Das tut er selbst auch am liebsten. Also man kann sich so gar nicht satt sehen. Man guckt so von oben nach unten. Kann ich jetzt noch mal? Riechen die? Ganz leicht, ja. Ja. Auch riesige Blüten, ne? Ja, ja. Im Vergleich. Bisschen so lilienartig von der Struktur der Blüte her. Kaum eine andere Gehölzgattung hat eine so große Bandbreite, was Aussehen und Wuchsform angeht. Und so viele Farben. Die kleinsten Gewächse sind gerade mal 2 Zentimeter hoch. Die größten bis zu 9 Meter. Was ist das hier? Das ist aber auch, boah, das sind ja riesige Blüten. Die Sorte heißt Lems Monarch. Und jetzt ist diese Pflanze verpflanzt worden aktuell. Darum ist die Blüte noch nicht vollends da in der Größe. Die wäre noch ein Drittel größer und ist aber die größte Blüte, die es eigentlich so gibt bei Rhododendron. Ja, und dann trotzdem noch so viele auf einem Blütenstand. Ja, das ist hier wirklich fast so groß wie so ein Hibiskus. Also die sind nachher mehr als kopfgroß normalerweise. Und der ganze Blütenstutz und so 65 cm Umfang können die ohne weiteres erreichen. Volker Hobbys Familie züchtet bereits in 3. Generation. Im Park stehen an die 1000 Rhododendronarten. Wie behältst du hier den Überblick? Den haben wir alle dann auch irgendwann schon mal verloren gehabt. Es sind auch sehr viele Sämlingspflanzen, die keine Namen tragen. Und das sind Tausende, 100.000, wenn nicht Millionen von Pflanzen auf 70 Hektar Fläche. Und das ist da schon ein bisschen grenzenlos geworden. Ne? Würdest du sagen, du hattest das schon im Blut oder musstest du dich auch erst mal dran gewöhnen, so was Riesiges zu erben? Der Großvater hat es ja aufgebaut und als kleine Kinder dann so auf dem Schoß im Auto mit dem Lenkrad die ersten Touren durchs Gelände. Man war da immer mit drin und ist damit groß geworden. Ne? Und so geben wir es ja auch weiter an die Kinder, die es dann auch genauso mitleben. Und der Opa, warum hat er das überhaupt gemacht? War der so Rhododendron-Fan oder? War eine Initialzündung gewesen und die das dann auslöste, dass er sich gesagt hat, ich fange an mit der Rhododendronzucht aus dem Ersten Weltkrieg heraus entstanden und einfach da auch die Liebhaberei zur Natur entwickelt hatte und so hat sich das dann aufgebaut. Also er wollte einfach was Schönes machen nach dieser schlimmen Zeit. Und die wollten mit diesen ganzen Dingen auch hinterher nichts mehr zu tun haben. Die wollten da auch nicht drüber reden und das war einfach eine Zeit, die war im Kopf abgeschlossen und das ging mit schönen Dingen nach vorne. Schon in der Frühzeit gab es Rhododendron-Exporte von Westerstede nach New York. Gründervater Dietrich Hobby züchtete seit den 1920er Jahren viele eigene Sorten, die weltweit in den Handel kamen. Die Samen hatte er von Exkursionen in den Himalaya und nach Kanada mitgebracht. Damit legte er den Grundstein für das heutige Unternehmen. Ja. Hast du dich auch schon mal verlaufen? Als Kinder war das wohl schon mal passiert und dass man sich dann verlaufen konnte. Aber wichtig ist ja, wir wollten dich ja auch noch mal ein bisschen an die Arbeit rankriegen. Ja, das hatten wir verabredet. Denn wir wollen doch auch wissen, was die 60 Mitarbeiter von Volker Hobby hier so den ganzen Tag tun. Unter anderem, sagt er, brechen sie die alten, vertrockneten Blüten raus. Das machen sie manchmal auch bei den ganz hohen Rhododendren. Wow, das ist eine ganz schön klebrige Angelegenheit, hör mal. Aber auch sorgfältig und schnell. Immer schön hier das abmachen. Darum geht's. Das muss ab. So. Hier sind aber auch noch so alte dran. Die mache ich direkt mal mit ab. Dann wollen wir mal hoffen, dass das da oben vernünftig klappt. So.
Da rieselt der Rhododendron. Aber das hat fast was Meditatives, ja? Wenn man einmal angefangen hat und man sieht auch direkt, es lohnt sich. Das Rätsels Lösung ist, wir machen das natürlich nicht im ganzen Wald. Es ist eine wertvolle Arbeit für die Pflanzen im ganzen Wald. Das ist klar, das können wir gar nicht schaffen bei 70 Hektar Fläche. Und du hast es aber gut gemacht da oben, auch angstfrei. Und dann holen wir dich da mal wieder runter zum Kaffee. Nach dem Kaffee geht's weiter. Nach Augustfehn in der Gemeinde Apen, später nach Nordloh, wo es einen besonders schönen Campingplatz gibt. Fehn bedeutet Moor. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte die Region einen Aufschwung durch die Urbarmachung von Mooren. Torf diente damals als Brennstoff in der Industrie. Zur Entwässerung der Moore wurden Kanäle angelegt, auch um den Torf auf Booten transportieren zu können. Bei Augustfehn gibt es heute deswegen ein spektakuläres Naturschutzgebiet, das Aper Tief. Es ist das einzige Süßwasserwatt im Nordwesten. Etwa 40 Kilometer von der Nordsee entfernt gibt es hier Ebbe und Flut. Eine beeindruckende Auenlandschaft, deren Wiesen bei Flut regelmäßig überschwemmt werden. Viele Vogelarten haben hier ihr Zuhause. Diese ungewöhnliche Landschaft zieht die Wassersportler an, vor allem Kanu-Fans. Wir machen jetzt aber einen Ausflug mit den Feendrachen. Das sind sie. Der Paddel- und Ruderverein Feendrachen präpariert hier gerade sein Sportgerät fürs Training. Das Drachenboot ist 12,5 Meter lang. Dann vorne mit dem Rücken quasi ganz nach vorne und dann so weit wie möglich vorne einstechen, nach hinten ziehen und an der Hüfte wieder rausgehen. Und das wiederholst du dann so oft, bis wir halt fertig sind. Das ist schon eine Ganzkörperübung, ne? Das ist eine Ganzkörperübung, genau. Soll eigentlich auf den Rücken gehen, bei den Anfängern geht es meistens auf den Arm. Ich dachte auf den... Und das soll es eigentlich eben nicht. Genau. Also, das ist eure komplette Mannschaft jetzt? Das ist heute unsere etwas Corona-abgespeckte Mannschaft. Normalerweise können wir mit 20, 22 Leuten im Boot sitzen. 20 Paddler und einen Trommler und einen Steuermann. Also so wird es dann klingen. Das ist aber schon eine richtig alte Trommel. Ja, genau. Haben die auch schon die Ur-Feendrachen? Das sind quasi von den Ureinwohnern von Augustfehn, genau. Ist das euer Tempo? Muss lauter. Lauter? Ja, auf jeden Fall. Ja, so ist gut. Echt? Definitiv, ja. Wow. Okay, gleich. Wir fangen langsam und leise an. Wo der Feendrachen zu Wasser gehen kann, hängt von den Gezeiten ab. Mal kann man direkt vor dem Bootsschuppen ablegen. Doch heute müssen wir erst noch einen Fußmarsch hinter uns bringen. Der Tidenhub im Naturschutzgebiet beträgt an die 80 Zentimeter. Also wir haben ja Niedrigwasser. Also das ist jetzt ja genau der Zeitpunkt, wo wir Niedrigwasser haben. Also ab jetzt läuft es eigentlich auf. Seid ihr auch schon mal auf Grund gelaufen? Ja. Da musste einer bitter aussteigen. dann, ne? Das ist bitter. In den Schlamm dann rein. Ja, genau.
Das A und O beim Drachenbootfahren ist das absolut synchrone Paddeln, deshalb auch die Trommel. Wenn alle gleichzeitig dieselbe Bewegung machen, bekommt das Boot den richtigen Schub. Stechpaddeln nennt man das. Diese Technik wurde vor Tausenden von Jahren im alten China entwickelt. Bei uns ist das Drachenbootfahren vor 30 Jahren so richtig populär geworden. Jetzt sind wir richtig in Fahrt. Oh je, da stimmt was nicht. Da können wir nicht weiter. Das Wasser ist zu niedrig. Zum Glück muss beim Wendemanöver niemand aussteigen. Geschafft. Eine tolle Mannschaft. Jetzt sorgt der Trommler dafür, dass wir wieder Fahrt aufnehmen. Das macht ja Bock! Ich kann aber auch gleich nicht. Wie lange haltet ihr das denn durch in der Regel? Na gut, wir machen normalerweise eine Stunde Training. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hey! Jetzt üben wir mal einen Sprint. Der ist beim Wettkampf meist 250 Meter lang. Schlagfrequenz 70 bis 80 Schläge pro Minute. Bewegt werden rund 2 Tonnen Gewicht. Juhu! Ich bin ja ganz froh, dass das Team mich hier trägt. Ja, das ist eine super Atmosphäre und man wird wirklich so mitgerissen. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Aber ich finde, du bist ein Naturtalent. Findest du? Auch das noch. Aber ich glaube, das ist auch das, was euch jedes Mal kickt, oder? Ja, auf jeden Fall. Dass wir mit dem Team quasi zusammenarbeiten. Das ist tatsächlich so, wenn du alleine fahren würdest, würdest du ja nie das Tempo angehen. Und das ist das, dass du nach Hause kommst und sagst, ich habe was getan. Das auf das macht jeden Spaß. Fall. Du hast das eben so schön beschrieben, wenn das Team wirklich funktioniert und man in einem Rhythmus ist, dann ist das wie hast du das Bild? Das war so ein schönes Bild. Im Prinzip wie so eine römische Galeere, so ja. sieht das dann aus. Bloß natürlich mit Geschwindigkeit dann halt eben. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es wie eine Raupe, die quasi so ja, in sich verkeilt wird dann halt eben. Und das merkst du tatsächlich, wenn das Team funktioniert, ist es wesentlich einfacher, als wenn das Team nicht funktioniert. Es geht wirklich hauptsächlich darum, gar nicht so schnell zu sein, sondern wirklich halt im Takt zusammenzuarbeiten. Und anbrüllen ist auch gar nicht so schlimm, habe ich Das gehört dazu. Das muss auch sein und da muss man sich ein bisschen überwinden, gerade auch wenn der Steuermann oder halt eben der Trommler das machen müssen, weil die schreien ja wirklich das Team entsprechend an, das wollen wir so. Aber es ist natürlich erstmal so das Gefühl, da muss man sich ein bisschen überwinden, weil normalerweise schreit man ja seine Leute nicht an. Ja, aber mich hat das total motiviert, genau, weil ich gemerkt habe, so, boah, jetzt wollen alle noch mal Gas geben und auch diese verschiedenen Tempo, ne, das war ja super. Also. Und gerade im Wettkampf ist es halt auch so, gerade dann so die letzten 10, 20 Schläge, da wird dann noch mal richtig von hinten gebölkt und von vorne geschrien und geguckt, dass man das Team dann zusammen ins Ziel trägt. Jetzt gibt's Fisch. Das ist eine gute Adresse. Hier gehen auch viele Einheimische einkaufen. Aal- und Fischräucherei nach altherkömmlicher Art. Also was Traditionelles. Testen wir jetzt. Moin! Wow! Ja, das nenne ich mal eine Auslage. Ja, Sie sind mir empfohlen worden. Das freut mich. Wegen der Räucheraale allerdings. Ja. Warum ist das so besonders? Unsere Aale ist eine Zucht, die kommen aus Deutschland. Und unsere Besonderheit ist halt, dass wir selber räuchern in alten Öfen. Die werden noch mit Holz befeuert und bei einer bestimmten Temperatur werden die geräuchert. Die meisten Räuchereien haben schon Elektroöfen. Aber wir finden, das Holz macht das i-Tüpfelchen. Das i-Tüpfelchen ist nicht nur der alte Ofen, sondern dass hier nicht mit Buchen, sondern mit Erlenholz geräuchert wird. Das gibt dem Aal einen besonders mild aromatischen Geschmack.
3 Stunden dauert allein der erste Räuchergang. Mit einer Temperatur zwischen 120 und 130 Grad. Ihre Ammerländer Räucheraale versendet Familie Prahm sogar bis nach Kanada. Im Schnitt wiegt einer zwischen 250 und 300 Gramm. Übrigens, Kunden aus dem Ruhrgebiet wollen meist dickere Exemplare. Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich mal so ein Räucheraal probieren. Was Kleineres oder was Größeres? Oh, ich glaube, so ein ganz großer ist mir fast zu viel für einen. Hier ist ein kleinerer? Ja, doch, So der ist doch super. Für eine Person optimal. Vielen Dank. Geld. Ich bedanke mich. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Dankeschön. Werde ich mir das Fischlein mal schmecken lassen jetzt. Danke. Sehr schön. Guten Hunger. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Here I am, floating in emerald sea. Keep me dancing, keep me as still as can be. Hier gibt es Dauer- und Touristenstellplätze. Wer nur eine Nacht bleibt wie ich, darf sogar auf der Wiese direkt am See stehen. And I try, but it feels like wasted time. But these heavy hands, they're pulling me down on my chains, latching on, coloring all of my flares. So, da ist er drin, der Gute. Frisch geräucherte Aal. Aber ich habe gelernt, dass man den abkühlen lassen soll, bevor man ihn isst, weil dann kann man ihn einfach besser auseinander machen. Ein paar Gräten hat er ja schon. So, jetzt gibt es offenbar einen Trick. Bin selber gespannt, ob ich den beherrsche. Man nimmt das jetzt nämlich, das ist nämlich ganz schön hier raus. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Wow, das ist wirklich super köstlich. Mm. And I try. Heute gab's gute Luft am See. Morgen wollen wir mal Landluft schnuppern. Feels like wasted. Auf dem Bauernhof von Familie Eiting gibt es Frisches vom Feld und ganz viel Hofgemachtes. Eintöpfe, Liköre und jede Menge Marmeladen. Ammerland in Gläsern. Bekannt ist der Hof auch für seine besonders leckeren Erdbeeren. Die kann man auch selber pflücken. Brauchen die denn auch wirklich so pralle Sonne? Oder auch, Es gibt sogar Sorten, die kriegen Sonnenbrand. als Erdbeere kriegt man auch Sonnenbrand. Das Und wir hier im Norddeutschen haben eigentlich den Vorteil, dass wir kalte Nächte haben. Das kommt der Erdbeere zugute. Sie mag diese kühlen Nächte und dann legt die noch immer Zucker ein.
Also wir kommen wirklich mit den norddeutschen Erdbeeren, sind wir top im Geschmack. Und ich sehe schon so ein paar rote Leuchten. Genau. Dazwischen. Die darf ich auch alle pflücken. Alles, was rot ist, muss runter. Ja, nicht? muss Und runter. was versuche ich meinen Pflückern auch immer zu sagen, alles, was hängen bleibt, sie dürfen auch ruhig reinstecken. Das ist das geringste Übel. Was hängen bleibt, ist das nachher das Problem. Ne? Okay, also man darf zwischendurch auch naschen. Man hebt dann so einen Zweig an und lässt dann so die roten Erdbeeren, die knipst man nur so ab und die fallen dann in die Hand rein. Man zieht nicht so an der Erdbeere dran, sondern man lässt sie einfach in die Hand reinfallen. Diese sind Sorten, die sind total lecker, haben eine super Farbe, Zuckergehalt. Also das ist wirklich was zum Reinbeißen, halten aber nicht lange. Deswegen gibt es sowas nicht am Markt zu kaufen. Ah, das heißt auf dem Markt, das sind andere Sorten Das oder sind einfach ganz andere Sorten. Und Irgendwas piept hier, ne? das ist der Austernfischer, der baut jedes Jahr sein Nest hier. Also der mag gerne freie Fläche und da findet er bei den Erdbeeren ideale Verhältnisse. Wir stören den jetzt hier, ne? Ja. Und auch so richtig tiefrot, ne? Ja, das ja. ist ja schon noch mal Genau. von der Farbe der Knaller hier. Also wichtig ist auch, dass sie von innen rot sind. Die meisten sind ja rot von außen, aber sie sind von innen nicht rot. Achtung. Und genau. Und für die Marmelade brauchen wir solche Erdbeeren, die von innen dunkel sind. Also ich bin ganz ehrlich, mein Körbchen wird nicht so schnell voll. Ich muss echt zwischendurch immer mal naschen. Das ist ja auch das Beste. Direkt vom Strauch in den Mund. Wir wiegen die Leute ja vorher nicht. So, und wenn das Hoflädchen zu hat, dann gibt es hier was ganz Feines. Einen Automaten, in dem man quasi sein Essen ziehen kann. Was haben wir denn hier alles? Eintöpfe, alle hausgemacht. Marmeladen, klar, Eier, Kartoffeln. So, da würde ich jetzt mal sagen, fürs Abendessen Kartoffeln. Ne? Und die hat die Nummer 53. Da kommen die Kartoffeln. Da sind meine Kartoffeln, ich will kommen. Da sind sie. Alexandra, frisch aus dem Automaten. Das ist doch schon mal eine gute Basis für ein Abendessen, oder? Wenn man durchs Ammerland reist, fallen einem die vielen Bäume und Alleen auf. Ammerland ist auch Baumland. Man denkt, wow, wer hat die Bäumchen so schön geschnitten? Die Baumschulbesitzer und ihre Angestellten. Seit mehr als 100 Jahren hat sich die Region auf die Anzucht von Bäumen und Sträuchern spezialisiert. Dafür günstig ist nicht nur das milde Klima, sondern auch der sandig-humose Boden. ...40 Quadratkilometer Baumschulfläche gibt es im Ammerland. Vertrieben werden die Pflanzen an Wiederverkäufer in der ganzen Welt. Diese anmutigen Gewächse gehören der Baumschule Bruns, die seit 1876 im Geschäft ist. Es sind Formgehölze, deren Aufzucht und Pflegetechnik aus der japanischen Gartenbaukunst kommt. Bis die Baumkrone so harmonisch aus Kugelformen besteht, müssen die Gärtner Jahre, manchmal Jahrzehnte daran arbeiten. Ich finde das schon sehr spektakulär, diese Bäume. Ich kenne ehrlich gesagt nur Baby-Bonsais. Also Ja, es gibt die ja so in ganz klein und dann sieht man immer diese Fans mit den Nagelscherchen. Ja, so, genau, ne? das sind die auf der Fensterbank.
Und unsere sind Gartenbonsais, also die man in den Garten auspflanzen kann, die winterhart sind, die auch die Winter überstehen. Und diese Pflanzen sind aber auch 70, 80 Jahre alt. Und einmal im Jahr müssen wir sie wieder Fassonschnitt machen. Das ist so ein bisschen wie beim Friseur. Wir müssen die alte Figur wieder ausarbeiten. Die neuen Austriebe müssen wir wieder wegnehmen. Ja. Und dann leicht in das alte Holz, kurz über dem alten Holz müssen wir aufhören zu schneiden. Und wir machen das mit diesen großen Scheren. In Japan sind die Scheren noch viel kleiner. Also die machen das fast mit einer Nagelschere. Ja. Und brauchen sehr viel Zeit. Auch bei den Kiefern. Wenn Sie die Japaner in diesen Kiefern sehen, das ist eine richtige Philosophie und eine richtige Erfahrung, die sie benötigen, um das zu machen. Fällt dir das auch manchmal schwer, einen Baum abzugeben? Tja, sagen wir mal so, wenn es ganz besondere Formen sind. Aber an sich ist das auch unser Geschäft natürlich, diese Dinge zu machen. Und wir fahren jedes Jahr nach Japan, suchen auch wieder neue Pflanzen, die dann aber auch wieder 2 Jahre brauchen, bis wir sie für den Verkauf freigeben können. Aber ja, sagen wir, besonders schöne gewachsene Pflanzen, das tut manchmal weh, dass sie dann weg sind. Warum ist der Baum für dich so was Besonderes? Ja, das ist einfach Symbolkraft, Charakter. Er spendet natürlich auch Ruhe, er spendet Genuss am Garten, lässt die Menschen runterkommen, sich besinnen. Und wir merken es auch in der Nachfrage, auch im öffentlichen Bereich, in öffentlichen Parkanlagen, Straßenbäumen, dass das Grün an Bedeutung gewinnt. Vor kurzem bekam die Baumschule den Auftrag, am Köbogen 2 in Düsseldorf mitzuarbeiten. Das Geschäfts- und Bürohaus sollte das grünste Gebäude Europas werden. Die Baumschule Bruns lieferte eine 8 Kilometer lange Hainbuchenhecke für die Außenfassade. Die 30.000 Pflanzen kühlen das Gebäude und produzieren so viel Sauerstoff wie 80 Bäume. Architektur trifft auf Natur. Mit dieser Bauweise lässt sich außerdem Dämmmaterial einsparen. Ganz zu schweigen von der guten Laune, die bei den Stadtbewohnern durch die grüne Fassade entsteht. Jan-Dieter Bruns ist seit vielen Jahren deutschland- und europaweit für seine Branche tätig und dafür auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Hast du eigentlich einen Lieblingsbaum, den du auch auf gar keinen Fall auspflanzt und woanders hingibst? Also mein Lieblingsbaum ist tatsächlich die Eiche. Also, ach so, generell? Ja, weil er so viel Charakter hat und einfach schön gewachsen ist. Den finde ich besonders schön. Ja, wir können auch mal messen, wie dick so ein Baum ist. Man misst das immer in 1 Meter Höhe. Ja, wow. Also der hat also über 1 Meter Umfang. Und der wird nachher einen Ballendurchmesser haben von 3 Metern. Und also nochmal sowas hier sozusagen dran, ne? Und das ist natürlich schon Sondertransport, um den Baum dann zum Kunden zu bringen. Aber er ist schon ein erwachsener Baum, 40 Jahre alt. Und man kauft auch Zeit, indem man so alte Bäume pflanzt. Und erlebt es noch, wie man mit einem großen Baum eine Gestaltung machen kann. Ich wusste auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass so große Bäume jetzt im Alter von 40 noch verpflanzt werden. Also 4 bis 5 Jahre werden die Bäume umgepflanzt. Und damit haben sie die Saugwurzeln und die Sicherheit des Anwachsens. Und damit geht das Ganze ganz gut. Ne? Aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwann eine Deadline, oder? Dass man sagt, ja, jetzt am Ende muss der Baum noch unter den Brücken durchgehen und er muss über die Straße gehen. Und man kann mit Sonderbegleitung der Polizei haben wir schon so bis 4 Meter breite Bäume. Jetzt kommt's. Augen zu und durch. Hier kommt Anne. Der Wald ist jetzt auch wieder wach. Achtung, Elche, ja, das ist ja ein Traum. Ich bin auf dem Weg zu einem Heilkräuter-Labyrinthgarten. Im Internet steht, dass dort Camper kostenlose Stellplätze für eine Nacht finden. Normalerweise stehen hier ein paar Wohnmobile zwischen den Bäumen. Doch heute nicht. Ist aber auch ein Schiedwetter. Die Besitzerin holt mich am Stellplatz ab. Sie macht Führungen und bietet Workshops rund um das Thema Kräuter- und Gemüsesorten hier in ihrem Garten an. Das ist der Jasmin. Ja. Mitten im Wald.
Ja, meine kleine Lichtung. Klein ist gut. Weil hier habe ich alle meine Heil- und Würzkräuter. Und diese historischen Gemüsesorten, das ist ja das, worauf die Leute jetzt so auch scharf sind. Ne? Hast du das nach einem bestimmten Konzept hier gegliedert in den Jetzt das Labyrinth selber? Ja gut, das Labyrinth habe ich mal nach botanischen Pflanzfamilien angelegt. Alte Gemüsesorten wachsen zwar langsamer, sind aber oft aromatischer und nährstoffreicher. Auch sind sie samenfest. Das heißt, man kann sie selbst aus den geernteten Samen vermehren. Und guck mal, hier ist die Senfkresse. Das ist auch eine Staude, kommt auch immer wieder. Also nicht wie die einjährige Kresse, die du so auf der Fensterbank züchtest. Wenn du willst, kannst du ja mal ein Blatt davon probieren. Gerne. Das ist so nach 2 Sekunden im Abgang. Löwensenf, ne? Ich kann gleich Feuer spucken. Genau, das ist der Aber extra lecker. scharfe Senf. Genau. Das Tolle ist, wenn du hier für einen Salat so ein, wie heißt das, Honig-Senf-Dressing machen willst. Du brauchst gar keinen Senf, sondern du hackst einfach ein paar Blätter davon oder ein Blatt davon rein, fein gehackt, und dann hast du dein Senfdressing. Alles frei. Durchatmen. Und dieser Spinat ist eine Staude. Der heißt übrigens Guter Heinrich. Das ist so ein lustiger Name. Es gibt tatsächlich keinen anderen dafür. Und der Gute Heinrich ist unsere heimische Spinatstaude. Das heißt, die Pflanze kommt immer selber wieder hier aus der Mitte heraus. Na, das ist und ich ernte den dann mehrmals im Jahr. Guten Heinrich konnte man früher in der Natur pflücken. Das geht heute nicht mehr. Sein Wildbestand ist in Deutschland gefährdet. Aber die Samen zum Anbau kann man kaufen. Ich kann es gar nicht verstehen, wieso dieser Gute Heinrich so in Vergessenheit geraten ist. Weil das ist die auf allen Ebenen bessere Spinatpflanze für mich. Und wahrscheinlich auch mega gesund, oder? Ja. Ja, ist ganz frisches Meerwasser. Den Wildspinat Guter Heinrich gibt's zum Abendessen, zusammen mit den Kartoffeln, die ich heute aus dem Automaten gezogen habe. Du meinst, ich kann den schon aufsetzen? Bestimmt. Ich mache den jetzt so, wie du das vom ganz normalen Spinat kennst. Ne? Ein bisschen Öl, ein bisschen Zwiebeln andünsten. Und dann die Blätter dazu? Und dann kommen die Spinatblätter dazu. Du bist keine Urammerländerin. Wieso? Hört man das? Nee, also Klatschnacken könnte ich jetzt nicht. Ne? Ja. Ja, nee, ich komme auch aus dem Rheinland. Okay. Aus dem Neusser Raum. Es ist totaler Ballungsraum, auch schön, aber Menschen, viele nette Menschen, ein bisschen zu viele Menschen für mich. Also ich musste da weg und ich wollte aufs Land ziehen und dann habe ich das hier gefunden. Am leckersten sind ja Bratkartoffeln, aber das dauert jetzt ein bisschen noch länger. Aber andererseits Aber wir haben doch Zeit im Ammerland. Ist das so? Ja, hier läuft wenig weg. Ja. Was hat dich sonst noch so gereizt, als du hier warst und festgestellt hast, das ist jetzt mein neues Zuhause? Meine Wahlheimat. Es ist ja schon auch nah an der Küste, ne? Das genieße ich auch. Bisschen mehr Feuer. Probieren. Hast direkt. Ja, sieht auf den ersten Blick aus wie Blattspinat. Ich müsste es jetzt nicht, wenn ich es jetzt nicht wüsste. Oh, das ist aber besonders lecker. Also ein bisschen spinatig ist er. Bisschen Salz hätte noch dran gekonnt, ne? Ja, aber ich finde, wir wollten ja auch so den ursprünglichen Geschmack haben. Ne? Mit den Zwiebelchen ist schon gut. Am Zwischenahner Meer gibt es ein Freilichtmuseum. Es wurde bereits 1910 gegründet.
Die Anlage zeigt die Haupt- und Nebengebäude eines typischen ammerländischen Hofes aus der Zeit um das Jahr 1700. Damals lebten die Menschen hier vom Torfabbau und der Landwirtschaft. Das Wort Ammer heißt in den alten Sprachen so viel wie Sumpf. Und natürlich kann man an diesem historischen Ort auch landestypisch essen, in der ältesten Gaststätte am Zwischenahner Meer. Hier geht kein Weg dran vorbei. Das ist die Traditionsgaststätte in Bad Zwischenahn, der Spieker. Hier gibt es Hausmannskost, ganz traditionell natürlich auch viel Fisch. Und das gönne ich mir jetzt mal. Ei, das sieht ja gut aus. So. Und Herzlichen Dank. Dankeschön. Oi, 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 oi. Bon Appetit. Stremellachs und Forellenfilet mit Rührei und Bratkartoffeln. Auf der Speisekarte des Spieker steht aber natürlich auch der Räucheraal, hier Smoord Aal genannt. Lecker. Nach dem Essen gibt's einen Korn aus dem Zinklöffel und einen Trinkspruch auf Plattdeutsch dazu. Der sogenannte Löffeltrunk wurde früher in den alten Bauernhäusern gereicht. Bis heute wird diese Tradition in Ammerländer Gasthäusern gepflegt. Zu den landestypischen Spezialitäten gehören übrigens neben dem Räucheraal auch der Ammerländer Schinken, deftiger Grünkohl und Spargel. Sommerfrische im Ammerland. Und wir müssen uns schon verabschieden. Aber schön war's. Die Blumen, die Bäume und die Menschen, die sind sowas von entspannt. Das macht richtig Spaß. Hier kann man sich super erholen. Und wir haben uns auch ordentlich durchpusten lassen. Hier sagen wir jetzt Tschüss am Zwischenahner Meer. Bis zum nächsten Mal.